Viele von uns möchten die Welt verändern. Ich gehöre dazu. Wir fragen uns oft, was ist der beste Weg, das zu tun? Und die Antwort lautet meistens Geld spenden. Das ist in Ordnung in unseren westlichen Kulturen und das Problem beim Geldspenden ist allerdings das, dass es teuer ist. Wir können nicht einfach Geld zum Zielempfänger rüber überweisen, sondern wir müssen erstmal Bankgebühren bezahlen, wir müssen den Zielempfänger finden und das Ganze kostet über NGOs so zwischen 15 und 20%. Das ist mir zu teuer und ich habe eine Lösung gefunden. Mein Name ist Achim Mertens und ich möchte diese Lösung jetzt vorstellen. Steemit.com ist eine Plattform, die ein Social Media ist, die basiert auf Blockchain und funktioniert ähnlich wie Facebook und wie man das sonst so kennt. Der Punkt ist der, dass wenn man hier einen Artikel schreibt und andere geben einen ein Upvote, dann erhält man dort Punkte. Und das sind nicht nur Punkte, sondern das sind richtige Coins, das ist richtiges Geld letztendlich. Der Wert, der schwankt zwar sehr stark, ist auch nicht sehr hoch im Moment, aber darum geht es nicht. Der Punkt ist der, dass wenn man etwas schreibt, kriegt man Geld. Und dieses Geld kann man an der Börse tauschen. Und zwar in beide Richtungen. Das ermöglicht es uns von außen, Geld zu verschenken. Oder nicht nur zu verschenken, sondern jemanden damit zu belohnen. Auf Steemit.com kann man nach verschiedenen Kategorien suchen. Man kann aber auch gezielt hier oben eine Kategorie eingeben. Das sind immer die Tags, die man einem Artikel mitgibt und kann dann hier entsprechend dann was lesen. So, und man sieht unter jedem Artikel eine kleine Geldsumme. Das ist das Geld, was der Autor bekommt nach 7 Tagen. Wenn mir also einer dieser Artikel gefällt, zum Beispiel dieser hier, das sind Leute, die unterstützen Kinder in Venezuela. Wenn ich diese Menschen auch unterstützen will, dann habe ich die Möglichkeit, hier auf diesen Upvote-Knopf zu drücken. Das tue ich jetzt. Und hier habe ich nochmal die Möglichkeit festzulegen, wie stark möchte ich denn upvoten. Das hier so regeln. Ich sage jetzt mal 100%. Und in diesem Augenblick wächst jetzt hier die Summe. Wie viel Geld der Autor bekommt, das hängt von 3 Faktoren ab. Zum einen hängt es davon ab, wie viel Geld ich in Steem hinein investiert habe. Das sieht man hier, wenn ich auf Wallet klicke. Ich habe mittlerweile einiges an Steem verdient und auch an Geld an der Wechselbörse dort hineingesteckt und habe das dann sogenannt gestaked, also Steem Power nennt sich das. Und je mehr ich davon habe, umso höher ist auch das, was beim Empfänger nachher ankommt. Das zweite ist natürlich, wie ist der Wechselkurs, was ist jetzt der Steem im Vergleich zu Dollarwert. Und das dritte ist, wie oft habe ich an dem Tag schon den Upvote gemacht. Ungefähr 10 Mal am Tag kann man das machen. So, wo kommt denn das Geld jetzt her, mit denen die Autoren bezahlt werden? 2 Einnahmequellen. Die eine ist Werbung, klassisch, wie man das von anderen Social Medias auch kennt. Und die andere Einnahmequelle, das ist Investitionen. Also Menschen, die Geld bewusst in Steem reinstecken, um einerseits für die Zukunft zu investieren. Es ist eine Blockchain-Kryptowährung und viele von uns glauben daran, dass es irgendwann mal richtig boomen wird. Zum anderen aber auch bezahlen wir dadurch richtig gezielt Menschen. Also es wird wirklich Geld reingesteckt für Projekte, die zur Verfügung stehen und dann werden die Autoren ganz gezielt mit relativ hohen Summen dann auch bezahlt. Das, was man hier schon jetzt machen kann, ist, dass man direkt Geld spenden kann. Es gibt, basierend auf Steem, gibt es verschiedene Plattformen, verschiedene Add-ons, zum Beispiel Fundition. Fundition ist eine Plattform, wo man Projekte vorstellen kann. Man kann zum Beispiel hier auf Erkunden klicken und dann sieht man viele verschiedene Projekte, die es gibt. Die kann man finanziell unterstützen, man kriegt vielleicht was zurück. Manchmal versprechen die Leute auch, was sie ihnen zurückgeben. In den seltensten Fällen ist es, dass man Geld zurückbekommt. Meistens ist es zum Beispiel, dass jemand seinen Namen erwähnt, Werbung macht oder irgendwie sowas. Aber es gibt dort auch wohltätige Zwecke und hier hat man schon die Möglichkeit, direkt Geld an Menschen zu spenden, an Projekte zu spenden. Man kann sich das dort angucken und sagen, okay, das ist jetzt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Hier sehen wir die Webseite noble.charity. Die ist von mir erstellt, mit Hilfe von ein paar Leuten. Und hier, das sieht ähnlich aus, wie wir das gerade schon bei Steem gesehen haben.
Hier gibt es auch Artikel, die ja, von Leuten geschrieben worden sind und wo man auch Upvotes geben kann. Der Unterschied zwischen Noble und Steam ist der, dass der Noble-Token ganz speziell für das Spenden gebaut wurde. Also, es gibt eine eigene Webseite, es gibt eine eigene Community, es gibt eine eigene Blockchain mit eigenen Regeln und entsprechend auch eine eigene Kryptowährung. Es gibt ein paar Leute, zum Beispiel dieser DF Akademie. Das ist jemand in Uganda, der unterstützt Kinder, die Fußball spielen. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, das ist jetzt nicht was ganz Großes, aber ich finde es unterstützenswert. Die Möglichkeiten, die die haben, nutzen die aus. Er schreibt Artikel darüber, wie die Kinder ausgebildet werden und das Material dafür, Fußbälle und Hütchen und auch ja, ein bisschen was, wovon sie leben können. Das Geld ist tatsächlich durch den Noble-Token, unter anderem durch den Noble-Token, nach Uganda gekommen. Hier zeige ich jetzt, wie Geld von meinem Konto auf das Geld von den Leuten in Uganda überwiesen wird. Ich fange damit an, indem ich auf die Seite coinmerse.io gehe. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist für mich momentan die Tauschbörse, wie ich am einfachsten Euros in Steam umwandle. Dazu gehe ich hier auf die Startseite. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die Währung auszusuchen, die Kryptowährung, die man haben möchte. So, ich nehme Steam und sage dann, was weiß ich, 100 Euro, dafür kriege ich 797 Steam. Ich klicke einfach auf Buy und jetzt macht er mir einen Vorschlag, wie das Ganze dann aussehen wird, was ich zu tun habe. Was ich direkt mache, ist, dass ich sage, es geht auf ein externes Wallet, weil ich will es ja gar nicht auf dieser Coinmerse Bank haben, sondern ich möchte, dass das Geld, die Euros, direkt auf meinen Steam-Account gehen. So, dazu klicke ich externes Konto an, fülle hier den Namen von meinem Steam-Account ein. Das ist mein Kontoname von Steam. Klasse, ne? Nicht 07121325, sondern Achim Mertens. Das ist sehr schön, dass man das Geld so einfach überweisen kann. Ja, und dann sage ich Pay Now und dann gibt er mir den Vorschlag an, wie das Geld überwiesen werden soll. Das mache ich dann natürlich mit einer Bank, mit ganz klassisch mit einer Überweisung. Das heißt, ich werde das dann hier so ausfüllen, Girokonto. Wichtig ist, dass ich hier die Nummer richtig eingebe. Und dann werden mir einfach 100 Euro dann auf dieses, können auch mehr sein oder weniger, auf dieses Konto überwiesen und dann automatisch von dem Konto aus in Steam auf meinen Steam-Account überwiesen. Hier auf meinem Steam-Account gibt es oben den Knopf Wallet, also Brieftasche. So, jetzt habe ich hier Steam und das will ich jetzt umwandeln in Noble. Um Steam in Noble umzuwandeln, muss ich es auf der Steam Engine erstmal hinlegen. Steam Engine ist was eigenes Programmiertes, ist also quasi auch, setzt auf der Steam-Plattform auf. Und deswegen wollen die noch einmal, also die von der Steam Engine, dass ich das umwandle in sogenanntes Steam P. Also Packed nennt sich das, also hinterlegtes Steam. Und das mache ich jetzt hier, indem ich auf Steam, auf Deposit klicke und dann dort Steam auswähle und sage Deposit Steam. Jetzt fragt er mich nochmal ab, will ich diese Transaktion wirklich durchführen von Achim Mertens nach SteamPack? Das ist ja ein Haufen Geld an sich. Und ich sage, jo, mach. So, dann approve ich das Ganze noch. Bestätigen. Und dann ist die Transaktion vonstatten gegangen. Also nochmal, was habe ich gemacht? Ich habe meine Steam in SteamPack umgetauscht. So, hier sind also jetzt SteamP im Wert von 239 $ drauf. Und nun kaufe ich mir davon Noble. Das geht jetzt hier. Wir sehen hier an der Börse, da gibt es Angebot und Nachfrage. Also, was tue ich hier? Ich kaufe 12.000 Noble auf für einen Preis von 0,1 Steam pro Noble. Und damit bezahle ich all die Leute, die Noble haben. Die kriegen also jetzt, die verkaufen ihr Noble. Das haben sie ja hier vorher eine Order eingegeben. Hier sieht man unten die Orders. Die verkaufen ihre Noble und kriegen von mir dadurch jetzt Steam. Und dann gehen die zu ihrer Bank hin und wechseln Steam in Uganda-Schilling.
So, Nobel kaufen. Buy. So, nachdem ich alle Nobel aufgekauft habe, ist jetzt alles grün. Grün bedeutet, hier sind nur noch Buy Orders, also Leute, die kaufen wollen, außer mir. Und einen Sell Order hatte ich ja übrig gelassen. Ihr habt dann jetzt mehrere Möglichkeiten. Was macht ihr denn jetzt mit den Nobel, wenn ihr die gekauft habt? Ihr könnt die gezielt an Personen verschenken, dann ist das wirklich sehr effizientes Spenden, weil ihr dann wirklich 1:1 das Geld an diese Leute schickt. Ihr könnt es aber auch in den großen Topf werfen und dieser große Topf, das ist der Roboter, der verteilt diese Token. Also es gibt einen Roboter, der heißt A-Nobel und an den schicke ich jetzt das Geld. Das heißt, ich gehe wieder auf mein Wallet und gehe dort auf mein Nobel Wallet und dort sage ich Send Token. Dadurch bleibt das Geld im Kreislauf. Das geht jetzt wieder in einen großen Rucksack rein. Hier sehen wir wieder den Smart Contract. Ich sage Jo. Also ganz wichtig noch, ich möchte noch zeigen, wie man herausfinden kann, was mit dem Geld eigentlich passiert. Das möchte ich hier nur kurz zeigen. Es gibt nämlich auch so eine Art Kontoauszug. Und jetzt kann ich sehen, wer was davon bekommt. Ein Beispiel noch, das ich unbedingt erwähnen muss, das ist die Elke Zaksek, eine sehr fleißige Benutzerin von Nobel. Sie war schon mehrfach in Uganda und hat unterstützt dort ein Projekt, das nennt sich Wir geben Licht. Und zwar kauft sie dort Solarpaneele und braucht Geld von anderen Leuten, die sie dabei unterstützen. Und darüber berichtet sie hier auf Steam, benutzt den Hashtag Nobel und kriegt von mir Upvotes und anschließend verkauft sie die Nobel wieder und hat davon auch schon mehrere Solarpaneele gekauft. Wer mehr über den Token erfahren will, wer das im Detail wissen will, ich habe ja ein White Paper geschrieben, ziemlich im Detail, was man alles damit machen kann, wie das ganze System funktioniert. Ja, ein Bildchen möchte ich hier kurz erklären, ich mache das mal was größer. Also, ich als Gönner oder Investor kaufe mir Nobel und der Charity Worker, also der Mensch, der arbeitet und belohnt werden soll, der verkauft sie wieder an mich. Dadurch haben wir diesen Kreislauf. Er bringt dann seine Wohltat zu den Menschen und das reicht auch schon. Man kann aber noch viel mehr machen. Man kann also die Nobel natürlich verschenken. Der Charity Worker, der schreibt seine Artikel und dadurch erzeugt er ein Vertrauen bei mir, aber auch bei anderen. Es kommen mehrere Investoren hinzu, dadurch steigt dann der Preis vom Nobel. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache, der kann auch fallen. Man kann die Nobel, wie gesagt, auch staken, also auf Seite legen. Dadurch kriegt man Voting Power, hat also mehr Möglichkeiten, das zu beeinflussen, wer das Geld kriegen soll und wer nicht. Hier sieht man nochmal diesen Roboter, der programmiert wurde. Der hat den Sack Geld auf dem Rücken. Dem habe ich ja jetzt Geld, die 70.000 Nobel zugeschustert. Und der schaut sich dann immer die Artikel an, die jemand geschrieben hat. Das ist der Artikel von einem Autor. Der schreibt dann, dass er was Gutes getan hat, ne, und macht Fotos davon. Dadurch erzeugt er Vertrauen, muss den Hashtag Nobel benutzen in der Steam-Plattform. Und wenn der Roboter das sieht und dieser Artikel wurde von dem Kurator geupvotet, dann kriegt der Artikel Geld. In diesem Bild habe ich den kompletten Geldfluss noch einmal dargestellt. Links oben sehen wir den Spender, der kann sein Geld über eine Kryptobank an seinen Steam-Account schicken. Wenn er weiß, an wen er das schicken möchte, das Geld, zum Beispiel über Fundition, wenn er das herausgefunden hat, dann kann er das Geld direkt über Steam an den Empfänger versenden. Das kostet innerhalb von Steam gar nichts, geht innerhalb von 3 Sekunden. Wenn er nicht weiß, an wen er das Geld geben soll, dann hat er die Möglichkeit, Nobel-Token zu kaufen. Und dieses Geld dann, diese Nobel-Token, gibt er dann direkt an den Roboter zurück, an den Account A-Nobel. Und der verteilt dann zu 95% das Geld an die Empfänger und 5% an die Kuratoren, die die Aufgabe haben, die richtigen Artikel zu finden und auch entsprechend zu richten. Die Empfänger gehen den gleichen Bankweg wieder zurück und erhalten ihr Geld dann in der Zielwährung. Das heißt, insgesamt haben wir Verluste, entweder wenn wir über den kürzesten Weg gehen, dann sind es ungefähr 4%, die man an Verlusten hat. Das sind reine Bankgebühren. Und wenn man den kompletten Weg geht mit den Kuratoren, die man natürlich auch bezahlen sollte, die machen ja Arbeit, dann sind wir bei ungefähr 11%. Ich möchte euch ermutigen, das mal auszuprobieren. Kauft euch eine Kryptowährung, geht zu einer Bank hin, registriert euch,
überweist Geld hin und wieder zurück, um zu sehen, ob das funktioniert, kleine Summen. Und wenn ihr da ein bisschen Vertrauen gefasst habt in euch selbst und in das System, dann könnt ihr auch weitere Schritte ausprobieren. Es muss nicht zwingend Steam sein oder Nobel. Es gibt auch andere Blockchains, wo man mal ausprobieren sollte. Der Zug fährt langsam an. Wir werden Kryptowährungen kriegen. Wir haben schon Kryptowährungen. Man kann schon damit arbeiten. Und wer von Anfang an dabei ist, hat dann die meisten Vorteile. Wenn ihr Fragen habt, hier ist der Link. Ihr könnt mich unter diesen Adressen erreichen, ihr könnt mir nachfolgen, was auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten. Tschüss!